Früher hatte ich oft das Problem, dass mir die Gitarristen in der Band immer sagen mussten, was ich denn zu spielen habe. Die haben irgendwelche coolen Riffs erfunden und mir dann gesagt, okay, spiel mal hier, dritter Bund, E-Seite, A-Seite. Ich habe mehr oder weniger genau das gleiche gespielt wie sie auch. Irgendwann habe ich gecheckt, dass die Tonleitern eigentlich genau dafür gedacht sind, dass man nicht nur den Grundton spielen muss, sondern auch eigene Riffs erfinden kann und harmonischer besser begleiten kann. Wir haben hier G-Moll als Akkord und ich verwende die phrygische Tonleiter, um ein Bassriff dazu zu spielen. Phrygisch ist die dritte Stufe von der Tonart. In dem Fall sind wir in S-Dur. Die Töne stammen auch alle von S-Dur. Ich starte aber eigentlich mit dem G, das heißt G phrygisch, G-Moll ist der Akkord. Hier mal die Basslinie für dich in langsam und danach dann im normalen Tempo zu dem Playback. Ich verwende jetzt für die Basslinie auch Töne, die außerhalb von der Oktave jetzt liegen. Das heißt, ich hätte gerne ein tiefes F dazu. Jetzt habe ich das F, ich habe das G, ich verwende das Ass und das B-Flat für die Tonleiter. Also nur 1, 2, 3, 4 Töne der Tonleiter, sind aber alle aus der G-phrygischen Tonleiter. Eine andere Variante, gleicher Song, auch wieder G-Moll, wieder G-phrygig und auch wieder die gleichen Töne F, G, Ass und B-Flat hier verwendet, um eine coole Basslinie draus zu machen. Du merkst schon, hier sind jetzt mehr Töne drin, mehr Achtel, noch mehr Möglichkeiten, unsere Töne der phrygischen Tonleiter unterzubringen. Das war es schon wieder. Paar Tipps, wie du Tonleitern wirklich in der Praxis anwenden kannst. Wie üblich hier in meinem YouTube-Kanal oder auch in meinem basemeup.de Blog. Schau mal vorbei, abonniere den Kanal. Ich würde mich freuen, dich bald wieder zu sehen. Bis denn, ciao, ciao.